Hi, ich bin Moritz, ich bin einer der beiden Gründer von Sause. Ähm, Ich bin selber Maschinenbauer und Bankkaufmann. Der zweite im Bunde ist Sebastian, der ist der Chemiker. Und wir haben eine Tablette entwickelt, die mit 100 Milliliter Wasser zu Flüssigseife wird. Dadurch sparen wir knapp 95% an Gewicht, weil wir kein Wasser durch die Gegend transportieren müssen und haben gleichzeitig auch kein Plastik in der Verpackung. Das Ganze sieht so aus, das ist diese Verpackung. Und die Tablette ist quasi wie eine Vitamintablette, 2,5 Zentimeter im Durchmesser und knapp 7 Millimeter dick. Bei der Sause haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie quasi aktuelle Produkte ähm, wesentlich klüger und nachhaltiger entwickelt werden können. Und bei vielen Produkten ist es so, dass man wirklich Dinge einfach weglassen kann, die man zu Hause hat. Und bei uns ist es halt das Wasser. Das heißt also mit dem ersten Produkt, der Flüssigseife, sparen wir knapp 95%. Und also an Gewicht allein dadurch, dass wir das Wasser nutzen, was jeder zu Hause hat. Gleichzeitig brauchen wir aber für die Verpackung überhaupt gar keinen Plastik. Ähm, Auch das Volumen, das hier, das sind jetzt 10 Tabletten und diese 10 Tabletten sind 1 Liter Flüssigseife. Wir nutzen oder wir vertreiben dann auch gleichzeitig auch noch Schaumseifenspender, die auch alle aus recyceltem Material ist, langlebig. Das heißt also nicht nur Single-Use-Plastik sind, sondern einfach aus 100% recyceltem PET zum Beispiel oder auch aus Glas und Metall. Ähm, wir uns geht es stark darum, dass wir mit allen Produkten, die wir haben, einen Impact auf der einen Seite haben, aber auf der anderen Seite es dem Nutzer oder der Nutzerin auch ermöglichen, die täglichen Dinge genauso zu machen, wie sie es vorher gemacht haben. Also natürlich gibt es die Möglichkeit, feste Seifen zu nutzen, aber dann hat man halt diesen Komfort der Flüssigseife nicht. Und viele Dinge funktionieren im großen Stil dann doch eben nicht, weil sie einfach ähm, wesentlich in den täglichen Prozess eingreifen so, und weniger Komfort ermöglichen. Und bei uns ist es so, dass die Produkte, die wir auf den Markt bringen, genau den gleichen Prozess haben, wie die Kunden es schon vorher kannten. Also beim Design ist es so, dass wir ein Maschinenbauer und ein Chemiker sind und das bedeutet natürlich, dass wir eigentlich vom Design wenig Ahnung haben und eigentlich so ein bisschen auf unser Bauchgefühl reagieren mussten. Wir sind einfach quick and dirty gestartet und haben eine Start-Next-Kampagne gemacht. Diese Start-Next-Kampagne sieht absolut katastrophal aus, wenn man sich die jetzt anschaut. Und wir haben aber damit getestet, ob das Produkt überhaupt funktioniert. Und das haben wir gelernt und haben daraus dann Schlüsse gezogen, haben immer weiter dann entwickelt, haben unser Produkt oder unser Design angepasst an die Bedürfnisse. Das geht halt dahin, dass wir auch dann die Erklärung zum Beispiel auf die Verpackung gedruckt haben. Und das ist eigentlich so dieser iterative Prozess. Das heißt, also wir schmeißen mal was auf den Markt oder schmeißen mal was Freunden über den Zaun, die geben ihr Feedback und dann passen wir es an und schauen, wie dann das nächste funktioniert. Und sicherlich sind wir in 5 Jahren an einem ganz anderen Punkt, an dem wir jetzt sind. Und es ist noch sicherlich Luft nach oben. Aber wichtig für uns war, dass wir es einfach erst überhaupt mal testen. Und das war, ja, das gute Feedback zu kriegen, war dann auf jeden Fall immer wieder der Punkt, dass wir immer gesagt haben, alles klar, wir machen jetzt noch weiter. Also der Prozess der Produktentwicklung dauert jetzt schon knapp 2 Jahre an. Wir hatten vor 2 Jahren die Idee, haben dann allerdings festgestellt, dass wir wenig Ahnung darüber haben oder davon haben, wie so Seife aufgebaut ist. Zum Glück gibt es allerdings Sebastian und mit Sebastian verbinden mich schon 25 Jahre meines Lebens. Und er hat Chemie studiert. Und dann haben wir ihn einfach mal angerufen und haben gesagt, Herr Sebastian, wie sieht es denn aus? Kannst du uns das mal, also ist das denn schwer? Und dann hat er gesagt, na, ja, muss ich mir angucken. Und nach einem Tag hatte er das erste Rezept. Das hat dann noch 3, 4 Monate weiter gedauert oder länger gedauert, bis wir wirklich ein Produkt hatten, mit dem wir gesagt haben, den gehen wir jetzt auf den Markt und haben dann eine Start Next-Kampagne gestartet. Nach der Start Next-Kampagne, in der wir dann erstaunlicherweise 14.000 € eingesammelt hatten und die ersten 400 Kunden hatten, haben wir dann weiterentwickelt und immer noch weiterentwickelt. Wir haben
alle unsere Inhaltsstoffe sind Naturkosmetik zertifizierbar, schon von Anfang an. Wir haben es allerdings noch nicht gemacht, weil wir auch jetzt gerade noch mal die Rezeptur verändern. Das heißt also, es gibt immer noch so kleine Stellschrauben, wo man quasi die Rezeptur verändert. Und jedes Mal, wenn man die Rezeptur aber verändert ist, und das kann auch schon ein Duftstoff sein, braucht man eine neue Zertifizierung von Kosmetika. Das bedeutet, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, Anfang Januar haben wir die finale Rezeptur und danach können wir dann die Naturkosmetik-Zertifizierung machen, weil dann sagen wir, das Produkt ist jetzt abgeschlossen.